Hallo meine Lieben, heute gibt es nochmal ein Software-Video, weil ich habe da was ich eigentlich schon vor sehr langer Zeit mal machen wollte, weil Xtool hat ja eine neue Software, das ist die Version 2, glaube ich, so heißt die, und ich habe die bis jetzt nicht verwendet, weil ich immer dachte, na, wenn ich sie verwende, dann will ich euch das auch zeigen. Dann hatte ich ganz viele andere Sachen, die ich euch zeigen wollte, und von dem her, ja, habe ich das bis jetzt nicht gemacht, aber da jetzt automatisch der Update auf mein iPad geladen wurde, bin ich fast ein bisschen dazu gezwungen, euch das zu zeigen, was auch gut ist, weil dann machen wir das endlich und dann kann ich euch die Vorteile von der neuen Softwareversion zeigen. Mehr dazu auch gleich nach dem Intro. Also, wenn wir uns den Arbeitsplatz mal angucken, dann seht ihr hier oben Xtool, da habt ihr Datei, ein neues Projekt zu erstellen, ein Projekt zu öffnen, ein Bild zu importieren, schließen, speichern und dann umbenennen und als SVG exportieren, das ist die Möglichkeit. Dann bearbeiten, das rückgängig wiederholen, kopieren, einfügen, ausschneiden, löschen und alle auswählen. Dann haben wir die Hilfe und das Benutzerhandbuch und dann habt ihr hier allgemeine Einstellungen, wo ihr zum Beispiel Millimeter in Inch, die Sprache, das automatische Einrasten, die präzise Auswahl der Vektorpfade und so weiter und so fort. Das könnt ihr hier alles einstellen. Es sind, oder wenn ihr schnell auf irgendwas zugreifen wollt, geht ihr auch hier über die Liste. Das geht natürlich auch. Dann haben wir hier Speichern, wo ihr das bestimmen könnt, wo ihr das gerne speichern möchtet. Dann seht ihr hier oben auch den Titel angezeigt. Dann habt ihr Arbeitsbereich, weil das Schöne ist, ihr könnt mehrere Arbeitsbereiche festlegen. Wenn euch die nicht angezeigt werden, am Anfang sieht es in der Regel so aus und dann Arbeitsbereich und dann werden die angezeigt. Da könnt ihr tatsächlich die dann auch umbenennen oder löschen und ihr könnt die auch in der Reihenfolge verschieben. Dann haben wir hier ein rückgängig wiederholen, dann haben wir das Auswählen oder eben die Hand, wenn wir den Arbeitsplatz so verschieben wollen. Das geht alles so. Hier in der Mitte könnt ihr den Laser auswählen, wenn ihr mehrere habt, könnt ihr da das Gerät verbinden und ich habe das bei mir eingestellt als Wi-Fi. Beim ersten Mal würde ich das immer über das Kabel machen, aber danach, also bei mir zumindest, ich habe ein sehr starkes Wi-Fi, von dem her funktioniert das wunderbar. Eben hier die Maschinen. Dann das RAM-Abfahren kennt ihr auch schon und Bearbeitung starten, wenn ihr den Laservorgang starten wollt. Das ist die Liste hier oben. Hier auf der Seite haben wir die Elemente. Ich mache mal kurz 4, 5, 6, 7, damit wir uns jedes auf einem Arbeitsbereich angucken können. Bild einfügen, Happy Birthday, öffnen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, das hat es jetzt einfach als Bild quasi mit einem weißen Hintergrund genommen. Und das hier drüben, hier unten, ist kontextabhängig. Das heißt, je nachdem, was für ein Element ich ausgewählt habe, kann ich andere Sachen machen. Hier zum Beispiel kann ich sagen, Bild editieren und dann kann ich mit dem Zauberstab zum Beispiel das Weiße alles weglöschen. Kann da noch ein bisschen reingehen, weil dann sehen wir auch, dass wir hier noch kleine Stücke haben, die noch drin sind. So, ich würde sagen, das ist alles weg. Und jetzt haben wir vorne auch gesehen, dass es relativ groß ist. Da könnt ihr, also wenn ihr noch so irgendwelche Flecken ringsherum habt, könnt ihr den Radiergummi verwenden. Die Größe vom Radiergummi hier auch anpassen. Und hier das Beschneiden, da können wir ganz einfach das ein bisschen kleiner machen, damit wir nicht die A4-Seite, wo das Bild ursprünglich hatte, angezeigt haben, sondern nur den Bereich, wo das Bild ist. Könnt ihr das hier bestätigen und speichern. Und dann haben wir hier wunderbar unser Bild mit einem transparenten Hintergrund. So.
Jetzt kann man damit noch mehr machen. Ne? Wir haben, je nachdem, wenn ihr Bitmap habt, also Fotos zum Beispiel, könnt ihr hier Effekte einfügen. Ich kann Anpassungen machen, dass ich zum Beispiel die Schärfe oder die Graustufe anpasse. Na, wenn ich das hier ein bisschen weiter hoch. Hier könntet ihr auch invertieren. Und was wir eben auch machen können, wir können sagen Trace Bild. Und dann sucht er sich die Konturen und wenn uns das gefällt, können wir es speichern. Oder ihr könnt hier mit den Einstellungen auch noch spielen. Dann können wir speichern und dann haben wir quasi unser Element, wo wir dann sagen können, ob wir eine Liniengravur machen wollen oder was auch immer. Ich empfehle euch hier jeweils das Ganze auch mit den zusammengesetzten Vektorpfad zu erstellen. Also je nachdem, wenn ich jetzt hier will, ist das Birthday. Moment. Gruppierung aufheben. Dann kann ich die beiden nehmen. Vektorpfad erstellen. Hier hatte ich einen I-Punkt. Moment. Ich kann das ein bisschen wegnehmen. Das Bild ist noch dahinter, deshalb das mal wegnehmen. So, jetzt funktioniert auch besser. So. Und dann hätte ich die beiden Wörter und kann die so platzieren, wie ich das gerne haben möchte. Und dann denen eben auch sagen, was es tun soll. Das war das Originalbild. Das ist jetzt ein Vektorpfad und das könnte ich zum Beispiel auch verwenden, jetzt um zu schneiden und nicht nur um zu gravieren. Das sind die Sachen, die ihr hier erstellen könnt. Umrahmung können wir uns auch gleich angucken. Ich kann hier eine Umrahmung machen. Kann sagen, wie groß die sein soll und ob ich innere Teile, ob ich die haben möchte oder nicht. Funktioniert nicht immer. Ihr seht jetzt, ich habe hier so ein kleines Viereckchen und da kann ich jetzt zum Beispiel, ich will die Umrahmung, dann habe ich hier den Vektorpfad und kann ganz einfach dieses kleine Grüppchen hier auswählen und sagen löschen. Also ich habe quasi die Rückwärtstaste auf meinen PC genommen und so kann ich das ganz einfach anpassen, sagen fertig und schon habe ich eine Umrahmung ohne diese Zwischenteile. Das ist so ein bisschen die Bildbearbeitung. Dann haben wir Text, was auch in der neuen Version besser gelöst ist, finde ich. Weil vorhin war ja so ein Kästchen da hier irgendwo drin. Jetzt könnt ihr einfach draufklicken und irgendetwas anpassen. Ich mache das kurz da auf Gravur, damit ihr das auch ein bisschen besser seht. Ich kann die Größe verändern. Ich kann es drehen hier über dieses Element. Ich kann den Text krümmen, oben, unten, soweit wie ihr das dann haben möchtet. Dann kann ich hier die Schriften auswählen und das Schöne hier ist auch, dass neu meine Systemschriften hier drin sind. Finde ich natürlich klasse, weil ich massenhaft Schriften geladen habe von Creative Fabrica. Das ist immer schön, wenn ich auf die zugreifen kann. Genau, und dann habt ihr hier noch die Größe, der Abstand zwischen den Zeilen, den Abstand zwischen den Buchstaben. Ihr könnt es wie immer verschmelzen. Ihr könntet jetzt auch hier eine Umrahmung machen. Und dann hättet auch hier ein Offset und könntet das zum Beispiel das eine gravieren und das andere dann schneiden. Ne? Würde beides gehen. Aber das hier die Textelemente. Dann kommen wir zum nächsten. Das sind ganz einfach Linie, Rechteck und Kreis. Und hier wie immer, wenn ihr das auswählt, wenn ihr einfach nur das so zieht, dann kann das ein Ei werden oder ein Kreis, je nachdem wie gut ihr das platzieren könnt. Aber wenn ihr gleichzeitig die Shift-Taste haltet, dann wird es proportional und dann haben wir auch einen schönen Kreis. Natürlich könnt ihr auch hier die Knoten bearbeiten. Kann hier zum Beispiel sagen, ich will, dass das eine Ecke ist und nicht eine Rundung. Ich das runternehmen. Hier
die Wölbung ein bisschen anpassen auf den beiden Knotenpunkten, die mir aussagen, das soll eine Ecke werden, und dann das runterziehen und schon habe ich ein Herzchen. Was ich natürlich auch machen kann, ist, wenn ich die Schere auswähle, einzelne Bereiche, wenn man es trifft. So, jetzt habe ich es getroffen. Dann kann ich sagen fertig und dann seht ihr, dass ich einen offenen Pfad habe. Also je nachdem, was ihr machen wollt, könnt ihr hier die Pfade bearbeiten. Und dasselbe natürlich auch zum Beispiel mit dem Rechteck. Auch da könnt ihr die Knoten bearbeiten. Und wenn ihr auf der Linie seid, könnt ihr dann natürlich auch noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Und dann, wenn ihr da drauf geht, könnt ihr den wieder verändern oder eben einem Eckpunkt sagen, dass er rund werden soll, den verschieben, die Handles verschieben, also je nachdem, was ihr für einen nehmt. Hier zum Beispiel ist, dass ich nur einen der Griffe verändere. Also je nachdem, was ihr machen wollt, habt ihr hier ganz viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Dann als nächstes könnt ihr eben auch sogar zeichnen. Sagen wir mal, ich mache hier so eine kleine Berglandschaft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unten das nicht gerade haben will, wenn ich drauf bleibe und ziehe, wird das zur Kurve und dann kann ich hier den Pfad wieder abschließen, indem ich auf den Ausgangspunkt gehe, kann sagen fertig und dann habe ich eine Form erstellt, so wie ich die gerade haben möchte. Das war das Zeichnen. Dann haben wir hier weitere Formen. Was nehmen wir da? Ich habe hier einen kleinen Wal, den finde ich ganz süß. Natürlich könnt ihr die in der Größe verändern, ihr könnt sie drehen, ihr könnt hier auch die Knoten bearbeiten, wenn ihr das machen wollt. Ihr könnt die einzelnen Teile bearbeiten von diesem Element. Ihr könntet auch hier eine Umrahmung machen. Das mit dem Innenbereich funktioniert nicht immer, ne? Das hier die verschiedenen Formen, da habt ihr eine Grundform, ihr habt Rahmen, Teile, Muster, also hier ganz viele Elemente. Dann gehen wir wieder auf den Arbeitsbereich. Das 6. ist AI. Und zwar, wenn ihr das macht, kommt ihr hier auf diese Seite und dann könnt ihr so ein bisschen auswählen, was ihr denn gerne machen möchtet. Ich nehme mal hier Text Art. Dann sage ich dem, das heißt, ich habe 3 Zeilen. I can totally make that. Und dann kann ich hier den Stil aussuchen. Nehmen mal, was nehmen wir? Sowas. Floral Art. Und dieses Carpe Diem habe ich vorhin gemacht. Das war hier dieses Retro und Nobel. Und dann kann ich sagen, generiere mir das und dann macht er mir 4 Beispiele. So, und dann haben wir hier schon unsere Flower Art. Irgendwie hat das nicht ganz funktioniert, weil totally, nicht so richtig, ne? So, und dann nehmen wir dieses Retro und Nobel und sagen generieren. Manchmal ist es ein bisschen ausprobieren. So, du bist mein hat schon mal funktioniert, der Rest nicht wirklich. Mit längeren Wörtern scheint ein kleines Problem zu haben. Nehmen wir nochmal Carpe Diem, weil das hat wirklich gut funktioniert. Ich würde sagen, das kann man, ist akzeptabel. Können wir importieren, dann an den Arbeitsbereich anpassen und das ist dann eben auch wieder ein Bild. Das heißt, wir können das editieren, hier den Hintergrund entfernen. Speichern. Wir können es auch tracen, das heißt nachzeichnen, speichern
zusammensetzen und dann haben wir hier einen Vektorpfad aus dem Bild gemacht und können das zum Beispiel zum Gravieren verwenden. Das ist die Spielerei mit AI. Und dann haben wir hier noch eine Anwendung. Ich muss jetzt kurz einmal noch ein Element reinnehmen, weil sonst kann ich euch das nicht wirklich zeigen. Da haben wir hier einen kleinen Hasen und jetzt kann ich eben hier sagen, entweder Raster und dann kann ich sagen, wie viele Spalten ich gerne haben möchte. Und dann habe ich ganz viele von diesen Hasen, respektive ich kann nicht nur die Anzahl sagen, sondern natürlich auch den Abstand, den es haben soll. Na, haben wir das hier. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann mal hier hin, dann gehen wir wieder auf dieses Raster, respektive diesmal kreisförmig anwenden. Und dann könnt ihr natürlich auch sagen, das war ein bisschen viel, versuchen wir mal 400. Dann können wir auch sagen, wo die sich ansiedeln sollen. So. Und dann kann ich noch sagen, wie viele Kopien ich gerne haben möchte davon. Und wenn mir das Ganze gefällt, kann ich sagen fertig und dann habe ich hier wunderbar meine Delfine im Kreis angeordnet. Das ist eine Möglichkeit. Dann habt ihr, das kennt ihr aus meinen Videos auch schon, die Möglichkeit, dass ihr ein Testgrid anlegen könnt, indem ihr hier sagt, ne, wie viele Spalten, den Abstand zwischen den Spalten, wo soll starten, 10 bis 100, dann bei der Geschwindigkeit 10 bis 600, nehmen wir auch mal 100. Dann eben kann ich sagen, wie viele Spalten, wie der Abstand sein soll und kann sagen fertig. Und so habe ich meine Materialgruppe. Wenn ich jetzt die Gruppierung aufhebe, hier müsste es 78 sein, hier 55. Wenn ich auf dieses Klötzchen gehe, seht ihr 78, 55. Also das stimmt alles und so könntet ihr eure Testraster machen. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, einen Code zu erstellen. Sagen wir mal b.ch, speichern, QR-Code und schon habe ich meinen QR-Code, den ich irgendwo drauf machen kann. Und die Stapelbefüllung ist, wenn ihr verschiedene Elemente auf eurem Arbeitsplatz habt, im Laser drinne, dass er dann sagt, er sieht das Material und legt dann das, was ihr vorbereitet habt, auf die Teile drauf. Das war das hier. Jetzt können wir sagen, zum Beispiel, das hier soll eine Flächengravur sein. Hier, die möchte ich gerne schneiden. Sagen wir mal, das hier gruppiere ich wieder und sage dem, es soll orange sein. Die hier nehme ich violett. Einfach so ein bisschen, dass ich verschiedene Sachen jetzt auf dem Arbeitsplatz habe. Und jetzt kann ich nämlich hier in die Stapel reingehen oder in die Ebenen reingehen. Und dann seht ihr, ich habe violett, ich habe orange. Also wenn ich es anklicke, wird alles, was violett ist, markiert. Orange wird alles markiert. Blau wird alles markiert. Natürlich kann ich die umbenennen. Ich mache jetzt hier kurz eine Kopie davon, damit wir 2 davon haben. Weil dann seht ihr, na, wenn ich blau auswähle, wählt es die beiden aus, aber wenn ich hier nur eine der Gruppen auswähle, dann wählt es alle, die in dieser Gruppe sind. Natürlich kann ich auch das umbenennen und das Schöne ist auch, ich kann das sperren hier über das Schlösschen, weil dann kann ich zum Beispiel beide markieren und wenn ich verschiebe, dann wird es trotzdem nicht verschoben und bleibt da und ich kann es auch ausblenden. Einfach aufpassen, ausblenden bedeutet nicht, dass es nicht gelasert wird. Na, das ist ein Unterschied. Hier, ausblenden ist nur, ob es euch angezeigt hier wird, nicht ob es gelasert wird oder nicht. Und die Ebenen plus die Objekte könnt ihr natürlich auch in der Reihenfolge verschieben. So. Und wenn ihr da
drauf geht, dann wird es noch weiter aufgeklappt und die ganzen Sachen, die da drin sind, aus denen die Hasen erstellt sind, werden euch auch noch aufgelistet und die könntet ihr auch noch sperren oder ausblenden. Das ist das mit den Ebenen, ist vor allem auch dann wichtig, wenn es darum geht, wenn ich detailliert sagen will, wie er lasern soll, also vom Pfad her. So, jetzt gehen wir kurz mal wieder in den Arbeitsbereich und nehmen mal hier einen kleinen. Jetzt bin ich in diesem Arbeitsbereich drinne. Ihr seht, ich habe hier den Laser, hier eben die Geräteeinstellungen und das Benutzerhandbuch. Also die Einstellung, das Grundlegende plus Arbeitsinfos, also ob ihr wegen einem Flammenalarm zum Beispiel, ob er stoppen soll, wenn er sich bewegt, Lichtempfindlichkeit, das Absaugen nach der Bearbeitung, wie lange der noch weiterläuft, Alarmtöne, die habe ich jetzt endlich rausgenommen, weil der ist echt richtig schön laut. Also ich finde es eigentlich, die Alarmtöne nicht schlecht, aber es ist einfach extrem laut. Von dem her wäre es schön, wenn ich einfach einstellen könnte, wie laut es sein soll. Genau. Das könnt ihr alles einstellen und jetzt eben, wenn ich kein Element ausgewählt habe, ihr seht, ich habe Objektbearbeitung, jetzt bin ich bei Bearbeitung, nicht Objekt und deshalb kann ich hier dann sagen, was will ich eigentlich genau machen? Will ich auf der Sockelplatte bearbeiten, das heißt ganz einfach im Laserbed, dann ob ich das Rotary Tool verwenden will, ob ich ein gebogenes Material habe. Förderband haben wir bei uns in der EU, soweit ich das verstanden habe, nicht für den S1 und Siebdruck. Also hier könnt ihr, je nachdem, was für einen Laser ihr auswählt oder hier aktiviert habt, habt ihr hier was anderes zur Auswahl. Ihr werdet es dann sehen, wenn ich euch den M1 Ultra vorstelle. Dann sieht das hier auch wieder anders aus, weil ich andere Tools zur Verfügung habe. Ich bleibe jetzt hier auf der Sockelplatte. Dann kann ich vom Material her sagen, was das sein soll. Ich habe hier schon mal die ich oft verwende oder die oft verwendet werden. Und ich habe diesen Easy Set Materialbereich, wo mir schon vorgefiltert wird. Na, ich habe den S1 40 Watt. Dann wird mir alles angezeigt, was ich mit dem machen kann. Oder ich kann filtern und sagen, zeigt mir nur das an, zum Beispiel was Holz ist. Genau, nur das, was Holz ist. Und dann könnte ich zum Beispiel diesen Pine Coaster nehmen und dann sagen, ich will ein Gravieren machen. Und er sagt, der beste Wert ist der hier. Das heißt Power 50, Speed 200. Ich möchte es aber ein bisschen dunkler haben. So würde es mir besser gefallen. Hier das. Das heißt, ich kann das anklicken und dann übernimmt es mir die Werte hier auch gleich und ich kann rübergehen und ihr seht, er hat es übernommen. Und wenn ich dann das Element auswähle, sagt er auch 50, 175. Ne? Und ich kriege hier auch noch mein Bildchen. Ich kann das auch von hier aus dann noch auswählen und sagen, nee, doch ein bisschen leichter. Dann sind wir bei 250 und 30. Und genauso hat er das auch übernommen. Hier kann ich zusätzlich, also wir haben Leistung, Geschwindigkeit, dann Anzahl der Durchgänge, Linien pro Zentimeter, ob es in beide Richtungen lasert oder nur in eine Richtung lasern soll. Eben das auf einen Blick und ich könnte das Fenster auch fixieren. Mag ich nicht so, weil das nimmt hier doch schon Platz weg. Von dem her lasse ich das. Und hier könnte ich auch, wenn ich dann Material habe, was ich oft verwende, könnte ich das auch noch unter meinen Materialien speichern. Das ist es. Und ja, dann sind wir schon wieder unten im Bereich eigentlich. Oder sagen wir mal so, Ctrl-C, Ctrl-V, wenn ich die jetzt ein bisschen versetzt habe und die gerne auf derselben Höhe ausgerichtet hatte, kann ich das hier machen. So. Ich kann von den Ebenen her sagen, soll es nach vorne oder nach hinten. Wenn ich den jetzt zum Beispiel hier drüber mache und den
orange mache, dann seht ihr, im Moment liegt der Orange oben. Dann kann ich sagen, nee, ich möchte den nach hinten verschieben und dann liegt der blaue vorne. So könnt ihr die Ebenen auch bearbeiten. Habe ich sonst noch was vergessen? Ja, spiegeln. Hier natürlich horizontal, vertikal spiegeln geht auch. Und das Wichtigste habe ich vergessen, nämlich oben. Ihr könnt hier das, was ich gesagt habe, dass bei den Ebenen ihr mit dem Anzeigen nicht bestimmt, ob es dann ausgegeben wird oder ob es lasert oder nicht, sondern das würdet ihr hier machen. Ich kann zum Beispiel beim Orangen sagen, der soll es nicht lasern, aber der hier soll es lasern. Und wenn ich dann sage, Bearbeitung starten, dann würde er auch nur den hier lasern. Und hier oben haben wir auch noch das Rahmen abfahren und dann eben die Bearbeitung starten. Jetzt, was wir normalerweise machen, ist ja, dass wir hier den Abstand messen und dann kann ich auch die Markierung starten und das will ich euch unbedingt zeigen, weil das führt immer wieder zu Diskussionen, gerade bei solchen, die vorher mit der Kamera gearbeitet haben. Und ich finde das eigentlich ziemlich praktisch, diese Punktmarkierung. Aber das gucken wir uns kurz an. Ich kann jetzt hier auf dem PC kurz sagen, Markierung starten. Und dann kann ich auswählen, was ich will. Ich nehme jetzt hier zuerst das Rechteck und sage dann Markierung starten. Und ihr seht, ich habe hier schon ein paar Sachen ausgedruckt, einfach damit ich euch das zeigen kann. Dann gehe ich mit dem Laserkreuz hier ganz einfach in die obere Ecke und drücke dann vorne beim Laser auf den Bestätigungsknopf. Dann wird mir auf dem PC angezeigt, dass ich den ersten Punkt habe und dann gehe ich an die gegenübergesetzte Ecke. Ihr könntet natürlich auch hier starten und hier aufhören, das geht natürlich auch. Dann mache ich bestätige den zweiten Punkt und dann kann ich hier sagen, Markierung beenden und ich habe das hier angezeigt. Jetzt kann ich aber zum Beispiel auch noch sagen, ich hätte gerne noch einen Kreis. Und beim Kreis ist es am besten, wenn ihr quasi wie ein Dreieck macht. Das heißt, ich gehe hier oben an die Kante, bestätige. Dann gehe ich unten in die Ecke, bestätige. Und dann gehe ich hier rüber in die Ecke und bestätige. Dann seht ihr, dass ich hier das zweite Element habe, kann sagen Markierung beenden. Und jetzt habe ich hier oben schon zwei. Das kann man auch sagen, zum Beispiel, ich möchte noch das Polygon. Da sagt er mir, ich soll 5 Ecken markieren, also 3 oder mehr. Dann nehme ich hier diese Ecke, bestätige. Dann die zweite Ecke, bestätige. Gehe jetzt einfach im Kreis herum, geht am einfachsten, dann haben wir das auch gleich. Dann kann ich auch hier sagen, Markierung beenden. Und schon habe ich mein Polygon. Und als letzte nehmen wir noch die Linie. Könnt natürlich auch zweimal Kreise oder zweimal Vierecke nehmen. Geht natürlich auch. Die Linie finde ich dann praktisch, wenn ich irgendetwas habe, wo ich genau oberhalb von einer Linie, von einem Bereich zum anderen Bereich, irgendetwas lasern will. Würde ich sagen, das ist der erste Punkt. Und das hier ist mein zweiter Punkt. Und dann kann ich sagen, Markierung beenden. Und dann sagen, erledigt. Und jetzt könnte ich ganz einfach den kleinen Wal hier zum Beispiel in einen Kreis reingeben. Den hier ins Polygon reingeben. Und ich sehe halt einfach schön, ob das Platz hat und wo ich das genau platziere. Gehen wir auch noch hier einen rein. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel eben einen Text einfügen, den entsprechend kleiner machen. Und wenn ich jetzt hier reinzoome, seht ihr, dass die Linie nicht ganz gerade ist. Und so könnte ich jetzt auch meinen Text noch anpassen. So, mit der Zahl funktioniert es. Und ihr seht, ich kann das jetzt wirklich schön auf diese
Linie legen und könnte das so lasern. Also ich fand diese Art zu lasern oder die Elemente zu platzieren, finde ich persönlich massiv angenehmer, als ich das vorhin mit der Kamera gemacht habe. Aber für die, die immer noch gerne das mit einer Kamera machen möchte, ihr könntet hier auch das Schnappschuss-Vorschau machen. Ja, verwende ich nicht, deshalb zeige ich euch das heute auch nicht. Ja, ich finde wirklich, die Punktmarkierung ist wirklich die beste Wahl eigentlich. So, ich denke, ich habe euch alles erzählt, was ich euch erzählen kann. Hoffe, ich habe nichts vergessen und ja, dass das Ganze hilfreich war für euch. Und ja, natürlich dann auch für nächste Woche, wenn ich euch den M1 Ultra dann zeigen kann, dass ihr das ein bisschen besser versteht, weil da arbeite ich dann auch zum ersten Mal in einem Video mit dieser Version. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass es hilfreich war und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Paint with colors, and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in.